Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Es ist auch heute wieder brutal heiß, aber die Wettervorhersage hat uns für nächste Woche Abkühlung versprochen und die sehnen wir schon herbei. Und ich hoffe auch, dass sich dann der Appetit meines Hundes wieder normalisiert, denn der ist ja aktuell bei dieser Hitzewelle völlig im Keller. Aber ich befürchte, dass das nicht so sein wird, denn wir haben das Glück und vor 2 Tagen wurde die Nachbarshündin läufig. Ja. Bis jetzt regt sich Vito noch nicht in diese Richtung, aber ich befürchte, dass der Romeo Mitte nächster Woche in ihm erwacht und dann ist es auch wieder mit dem Appetit vorbei. Ja, ist so, kann man nichts tun, da muss ich durch. Ja, heute habe ich einen mächtigen, vierbeinigen Franzosen für Sie. Ja. Im 14. Jahrhundert behauptete ein gewisser Gaston Phoebus, der Graf von Foix, in seinem Buch von der Jagd: Dieser Hund hält seine Beute besser fest, als dies 3 Windhunde tun. Ja, er bezeichnete damit einen französischen Saupackerhund, welchen schon die Kelten besessen haben sollen. Der direkte Vorfahre der heutigen Bordeaux-Dogge. Ja, bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieser Hund hauptsächlich für die Großwildjagd eingesetzt. Er jagte Wildschweine, Bären, Hirsche und so weiter. Außerdem war er Gehilfe der Schlachtknechte und immer im Einsatz als Wach- und Schutzhund. 1863 war es, als die Bordeaux-Dogge unter diesem Namen das erste Mal auf einer Hundeausstellung präsentiert wurde. Und seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist diese Rasse als Rasse offiziell vom FC anerkannt worden. Bis 68 cm Schulterhöhe erreicht dieser Molosser. Rüden mindestens 50 Kilo schwer, Hündinnen mindestens 45 Kilo schwer. Man erkennt also an diesem Verhältnis, dass es ein ziemlicher Brocken ist. Und mit bis zu 68 cm Schulterhöhe und mindestens 45 Kilo Gewicht zählt sicher optisch nicht zu den Windhunden. Das tut er auch nicht, die Bordeaux-Dogge. Die Gesamterscheinung ist typisch. Typisch für diesen Hund. Ja. Und da gibt es einen ganz außergewöhnlichen Fakt. Der Standard begrüßt es, wenn die Schulterhöhe dieses Hundes dieselbe ist wie der Kopfumfang. Also stellen Sie sich einen Hund mit 68 cm Schulterhöhe vor und dazu einen Kopf mit 68 cm Umfang. Ja. Deswegen zählt die Bordeaux-Dogge auch zu den Hunden mit den massivsten Köpfen auf der ganzen Welt. Wunderschöne Hunde. Ja, also Gesamterscheinung typisch Molosser, also der Prototyp eines Molossers, wenn es um die Optik geht. Jedes Mal, wenn ich einen solchen Franzosen treffe, wirkt er auf mich so, als wäre er direkt aus dem Mittelalter zu uns hergebeamt worden mit einer Zeitmaschine. Wunderschöne Hunde, Riesenkopf, kurzer, breiter Fang, faltig, viel Substanz und auch der Bewegungsablauf so typisch Molosser. Das ist auch der Charakter dieses Hundes, der ein herrlicher ist, möchte ich Ihnen sagen. Ich kannte und kenne einige Bordeaux-Doggen persönlich. Einer meiner besten Freunde hat jetzt seinen 4. Bordeaux-Doggenrüden. Doch über die Hunde von Michi möchte ich Ihnen dann später etwas mehr erzählen. Ja. Bordeaux-Doggen sind, und das ist so, in der Familie herzerwärmend lieb. Vergöttern ihre Familie, vom Kind bis zu den Großeltern. Selbstverständlich gehört auch die Bordeaux-Dogge gekonnt an Kinder herangeführt, wie jeder Hund. Aber diese Kinderhund-Basis ist bei der Bordeaux-Dogge vorhanden. Ein Hund mit sehr hoher Reitschwelle, ganz Molosser-typisch. Nochmal, ein Hund, der alles, was zu ihm gehört, sei es die Familie, der Garten, das Haus oder die Wohnung, abgöttisch liebt, aber auch für sich beansprucht und dementsprechend grimmigst verteidigt. Bordeaux-Doggen sind grimmige, überaus grimmige Verteidiger. Ja, das ist ein Hund, der sich Bewegungsbedarf technisch im überschaubaren Bereich bewegt. Nicht unbedingt unsportlicher Hund, ja, wie man auch
sehr gut sehen kann im Film Scott und Hooch mit Tom Hanks, den haben Sie sicher gesehen. Viele Leute sind da das erste Mal auf eine Bordeaux-Dogge gestoßen. Ein toller Film, bei dem, glaube ich, 7 verschiedene Bordeaux-Doggen bei den Dreharbeiten eingesetzt wurden. Sie wissen schon, dieser Hund eignete sich mehr für diese Szene, dieser Hund mehr für diese Szene und so weiter. Aber alles Top-Hunde. Da sehen Sie, dass die auch ziemlich Gas geben können und das können sie. Aber sie sind eher Kurzsprinter als Langstreckenläufer. Also Agility ist eher nicht die Paradedisziplin der Bordeaux-Dogge. Aber typische, Sie wissen schon, Zehrspiele oder wenn Sie einen Garten haben, große Autoreifen, ausgediente, wo er daran kauen kann und so weiter, so in diese Richtung hinein, wo man etwas seine kitzelnden Muskeln beanspruchen kann. Toller Hund. Gebrauchshundesport technisch eher nur bedingt geeignet, möchte ich sagen. Die Bordeaux-Dogge läuft eher in dieser Liga. Der folgende Satz beschreibt sie gut. Wenn Sie einem Molosser einen Befehl geben, ein Kommando geben, dann nimmt der dieses zur Kenntnis und kommt zu gegebener Zeit darauf zurück. Ist natürlich eine individuelle Geschichte. Bei einem Molosser oder bei einem Hund ist das eher der Fall, bei einem anderen eher weniger. Doch ich möchte behaupten, dass dieser Will to Please, dieser Wille zu gefallen, beim Bordeaux-Doggen oder bei den Bordeaux-Doggen, bei den typischen Bordeaux-Doggen nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie zum Beispiel bei einem typischen Cane Corso oder einer typischen American Bulldogge. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Dennoch wird es da draußen Bordeaux-Doggen geben, mit welchen man sehr gut arbeiten kann. Aber der typische Hund für den Abrichteplatz ist die Bordeaux-Dogge nicht. Das sollte jedem klar sein. Das ist der Lieblingsmolosser meines Vaters. Und jedes Mal, wenn er einen zu Gesicht bekommt, sagt er, ich liebe diese Franzosen. Ich kann ihn gut verstehen. Bevor ich Vito erworben habe, also es ist etwa 7 Jahre her, war ich mit meiner Frau und einigen meiner Verwandten bei uns in der Gegend spazieren. Wir gingen in die Nachbarortschaft nach Bad Sauerbrunn runter, kamen aus dem Wald hinaus und passierten dort ein Grundstück mit einem hohen, starken Eisenzaun. Als wir da vorbeigingen, schlug ein Hund mit mächtigem Gebell an. Ich drehte mich zur Seite und erkannte einen jungen Franzosen, der mir auf Französisch ins Gesicht bellte, Sorte d'ici! Soweit ich weiß, heißt das, verschwinde hier! Boah, ich blieb beeindruckt stehen und sagte zu meiner Frau, sieh dir diese Bordeaux-Dogge an, jung, aber mächtig, wunderschön und der gab Gas. Wow, wow, wow! Da wir dort etwa 5-6 Minuten stehen geblieben sind, hörte der Hund auch nicht zu melden und zu drohen auf. Jetzt kam der Besitzer und sagte, hör auf! Und ich begann dann auch mit dem Besitzer zu sprechen und sagte, ja, hallo, ne? Warum schimpfst du ihn? Lob ihn! Das ist seine Aufgabe. Er macht nur seinen Job. Ja, er grinste dann und sagte, eigentlich hast du recht. Der Hund bekam dann ein Leckerchen, wurde gelobt. Ja, ich habe den bis heute nicht mehr gesehen, diesen Bordeaux-Doggen-Rüden. Bin dort nicht mehr vorbeigegangen und ich kann Ihnen sagen, der war vielleicht 1,5 Jahre alt. Ein prächtiger Rüde. Wunderschöner Hund. Einer meiner besten Freunde, von mir am meisten geschätzten Freunde, der Michi, hat jetzt seinen 4. Bordeaux-Doggen-Rüden. Und da gibt es eine traurige Geschichte zu erzählen. Alles optisch wunderschöne Hunde. Wunderschöne Hunde. Doch verlor er 3 seiner Rüden in einem Alter, also verlor er 3 seiner Rüden, bevor die 6 Jahre alt geworden sind. Und alle 3 starben mit Herzproblemen. Ja. Es ist natürlich so eine Sache, können wir gleich mal das Thema Gesundheit bei der Bordeaux-Dogge ansprechen. Liebe Zuseher, diese Hunderasse, so herrlich und so schön dieser Hund auch ist. Ja. Schönheit liegt im Sinne des Betrachters. Denn als wir in Sauerbrunn diesen Bordeaux-Doggen-Rüden gesehen haben, zu meiner Frau sagte, schau mal, wie schön der ist. Ja. Dauerte es einige Zeit, bis ich sie davon überzeugt habe, ja, dass der Hund auch etwas an Schönheit an sich hat. Denn während mir diese Knautschgesichter sofort gefallen und ich sie ja als wirklich schön empfinde, ist meine Frau hier so typisch weiblich unterwegs. Viele Frauen sind da eher so im Bereich der Schäferhundeköpfe zu Hause, Wolfsköpfe zu Hause. Nicht immer, ja, aber viele. Meine Frau ist da so typisch. Ja. Ja, sie lässt sich da überreden nach einiger Zeit, dass ihr auch so ein kurzschnäuziger, Sie wissen schon, eine Faltennase auch gefällt, aber das dauert einige Zeit. Ja. Nochmal, wunderschöne Hunde von Michi, die Hunde Gesundheit, Bordeaux-Dogge, liebe Zuseher, schauen Sie, so schön diese Hunde sind, so ein herrliches Wesen, die vorweisen. Die französische Bordeaux-Dogge zählt
zu den Hunden mit der geringsten Lebenserwartung aller Hunde auf der ganzen Welt. Ja. Das war früher natürlich nicht so. Was da schiefgelaufen ist in der Zeit, ja, wo dieser Hund, ja, weiß ich nicht, als Rasse gefestigt wurde, kann ich nicht sagen. Ja. Höchstwahrscheinlich hat das mit zu häufiger Inzucht zu tun. Weil, ja, viele Krankheiten plagen Bordeaux-Doggen. Nicht immer, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber häufig ist es so. Aber eine der Hauptsachen hier ist mit Sicherheit das Herz. Ich habe da irgendwo mal gelesen, dass Bordeaux-Doggen generell mit einem zu kleinen Herz im Vergleich zum Körper zur Welt kommen. Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Herzinsuffizienz, glaube ich, ist das Hauptproblem bei Bordeaux-Doggen. Also generell schwaches Herz. Und, viele Bordeaux-Doggen gehen schon mit 6 Jahren oder unterhalb von 6 Jahren über die Regenbogenbrücke. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, liebe Zuseher, brauchen wir nicht drüber reden. Jeder von Ihnen, der das schon mal erlebt hat, ich habe es schon 3-mal erlebt, der weiß, wie dramatisch das ist. Also 2 meiner 3 Hunde sind mir in meinen Armen eingeschlafen, Boris und Giro. Attila schlief am Schoß meines Vaters ein. Und das war jedes Mal ein dramatisches Erlebnis für mich. Was soll ich Ihnen sagen? Ich kann mich erinnern, das letzte Mal bei Giro vor 13, 14 Jahren ist es jetzt, länger. 15 Jahre ist es her, glaube ich. Ja, ich musste am selben Tag noch in Dienst fahren, in die Nachtschicht fahren und kann mich erinnern, dass ich auf der Autobahn fast nicht mehr fähig war zu fahren. Derartig geweint habe ich. Ich habe fast nichts mehr aus den Augen rausgesehen. Wir wissen alle, wie das ist. Ja, und dann ist ja auch immer so eine Sache, wenn Sie alle 6 Jahre einen Hund verlieren. Viele Leute haben die Möglichkeit nicht, ihren geliebten Vierbeiner irgendwo zu begraben und sind dann gezwungen, der Tierkörperverwertung zu übergeben. Und was dort passiert, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich weiß es. Dort wird den Körpern unserer verstorbenen Hunden das Fell abgezogen. Die werden in Mühlen geschmissen, dort werden die zerrissen in kleine Teile und dann werden die zerkocht. Daraus entsteht Tiermehl oder Tierfett und das wird dann in verschiedensten Industriezweigen eingesetzt. Und ich habe immer gesagt, das passiert mit keinem meiner Hunde. Ja? Mit keinem meiner Hunde. Meine Hunde sind alle auf Privatgrundstücken begraben, da wurden alle Auflagen von uns eingehalten. Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Wien und Niederösterreich ist es anders als im Burgenland. Blödsinn. Ja, als im Burgenland und der Steiermark und so weiter. Das wird in Deutschland genauso sein. Ja, aber da muss man sich auf gewisse Auflagen halten. Dann geht das. Ja, viele Leute pfeifen auf diese Auflagen, die sagen, ich mache das trotzdem und begraben ihre Hunde irgendwo. Ja, ich kann das gut verstehen, glauben Sie mir das. Es gibt auch die Möglichkeit des Tierkrematoriums. Das ist auch nicht allzu teuer. Ja. Dort können Sie den Körper Ihres geliebten Hundes verbrennen lassen. Ja, aber nochmal zurück. Wenn Sie alle 6 Jahre Abschied nehmen müssen von Ihrem besten Freund, ist das natürlich eine Sache, die ein Wahnsinn ist. Und das ist einer der Gründe, welcher viele Fans der Bordeaux-Doggen Sie davon abhält, sich eine Bordeaux-Dogge zu nehmen. Ja, auch mich würde das abschrecken, wenn ich weiß, ich nehme jetzt einen Welpen und muss aber damit rechnen, dass er keine 6 Jahre alt wird. Ja. Das ist eine schlimme Sache bei dieser Rasse. Ist so, ja. Vielleicht bekommt man das irgendwann mal irgendwie in den Griff, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, weshalb diese Hunde derartig kurzlebig sind, aber das ist nun mal Fakt. Die Bordeaux-Dogge zählt zu den kurzlebigsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Ja, gut. Für wem ist dieser wunderschöne Hund geeignet? Nun, ich sage Ihnen was. Das ist zwar ein Hund mit überschaubarer Triebigkeit, ja, aber der besitzt enorme Kraft, enorme Power. Ja. Und diese Power benötigt manchmal, dadurch, dass sie doch auch hier und da mal einen Dickschädel vorzeigt, gewisses Maß an Kontrolle. Und da sollten Sie schon ein fitter, vernünftiger Mensch sein. Denn ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja. Wir wissen alle, dass auch der deutsche Schäferhund ein Powerpaket ist. Ich kann Ihnen dieses Beispiel geben, weil ich beide Hunde in solchen Situationen schon mal an der Leine geführt habe, ja, und hier sehr gut Vergleiche ziehen kann. Wenn ein deutscher Schäferhund mit geben wir ein gutes Gewicht mit 45 Kilo oder 48 Kilo als ein kapitaler Rüde etwas verärgert an der Leine agiert, ja, ist das schon was anderes, als wenn ein 65 oder 70 Kilo schwerer Bordeaux-Doggenrüde an der Leine verärgert agiert. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Also das möchte ich nur gesagt haben. Also es gehört schon ein vernünftiger und körperlich fitter Mensch dazu, um diesen Hund optimal zu halten, meiner Meinung nach. Ja, das ist meine Meinung, muss jeder selbst wissen, was er tut und was er nicht tut. Ja.
können sich diesen Hund auch zulegen, wenn sie 90 Jahre sind und glauben, noch fit genug dafür zu sein. Ja. Das ist ganz allein ihre Sache. Für Menschen, die es auf etwas ruhigere Hunde abgesehen haben, auf Hunde, die nicht über wahnsinnig ausgeprägten Bewegungsbedarf verfügen. Ja, für Leute, die nicht unbedingt den Abrichteplatz besuchen möchten, einen Hund haben möchten, der ein überaus typischer Molosser ist, sowohl optisch als auch charakterlich, aber auch für Leute, die sich bewusst sind, dass diese Hunde zu denen gehören, die die niedrigste Lebenserwartung vorweisen. Ja, alles in allem ein Top-Hund. Ja. Und auch einer meiner Favoriten, nur der bittere Beigeschmack mit der Krankheitsanfälligkeit und der kurzen Lebenserwartung. Ja, das würde mich oder hält mich davon ab, mir irgendwann mal eine Bordeaux Dogge zu nehmen, obwohl mir diese Hunde wahnsinnig gut gefallen. Denn ich muss nicht unbedingt am Platz mit einem Hund arbeiten. Das tue ich mit Vito auch nicht, weil es sein Wesen nicht zulässt. Das habe ich schon in einigen Videos erklärt. Ich trainiere nur privat mit ihm. Aber ich muss auch nicht unbedingt einen Hund besitzen, der über einen Will to Please verfügt, wie es die Gebrauchshunderassen tun. Das muss nicht sein. Ne? Ein Bordeaux Dogge vernünftig gehalten, von ihnen vernünftig erzogen, ist genauso ein folgsamer Hund wie jeder andere Hund auch, der in diese Richtung erzogen wird. Ja? Ein Turnierhund ist es halt nicht, aber das wäre mir völlig egal. Er ist optisch wunderschön, er hat einen herrlichen Charakter, ist ein Top-Wach- und Schutzhund. Ja, vernünftig von ihnen auf den Hund eingewirkt, wird sich der vor allem und jeden beschützen und jeden in der Familie lieben. Ja. Wahnsinnig toller Hund. Bordeaux Dogge, ganz, ganz Spitzenklasse. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.